Jonathan Miller ruhte sich am Waldrand im Tsavo East Naturreservat aus, wo die grelle Mittagssonne auf das trockene Gras brannte. Die Umgebung war seltsam still, nur eine sanfte Brise und Insekten vermischten sich mit dem vertrauten Geruch trockener Erde. Jonathan schloss die Augen, entspannte seine Beine im Gras und seine Gedanken glitten in ein seltenes Gefühl des Friedens. Plötzlich spürte er, wie an seinem Hosenbein sanft gezogen wurde, dann aber erneut deutlich und entschieden. Jonathan riss erschrocken die Augen auf, sein Herz hämmerte vor Schreck angesichts der plötzlichen Reaktion in der Wildnis. Vor ihm stand ein winziges Elefantenbaby, ganz nah, dessen Augen voller Sorge waren. Der winzige Penis klammerte sich fest an sein Hosenbein, als wolle er sich weigern, ihn zu ignorieren. Jonathan erkannte, dass dies nicht das typische neugierige Verhalten eines Elefantenbabys war. In der gleißenden Mittagssonne breitete sich allmählich ein Gefühl des Unbehagens in seinem Körper aus. Jonathan richtete sich auf und blickte sich um, aber es war absolut kein Anzeichen von ausgewachsenen Elefanten in der Nähe zu sehen. Das Elefantenbaby drehte sich um, machte ein paar Schritte, blieb dann stehen und blickte Jonathan mit einem flehenden Blick an. Es gab leise, sanfte Laute von sich, die schwach und flehend zugleich klangen. Jonathan zögerte einen Moment und wog seine persönliche Sicherheit gegen sein Verantwortungsgefühl ab. Schließlich stand er auf und beschloss, dem wartenden Elefantenbaby zu folgen. Die beiden Gestalten und der kleine Elefant entfernten sich allmählich vom Waldrand und drangen in die weite Graslandschaft vor. Die Mittagssonne brannte direkt herab und machte die Luft schwer und angespannt. Das Elefantenbaby blieb immer wieder stehen, um nach dem Rechten zu sehen und sich zu vergewissern, dass Jonathan noch dicht hinter ihm war. Die knapp 1 Kilometer lange Strecke schien aufgrund der angespannten Stille noch länger. Mitten in den grasbewachsenen Feldern von Tsavo Ost sah Jonathan plötzlich eine riesige, reglose Gestalt dort liegen. Es handelte sich um ein ausgewachsenes Elefantenwölkchen, das im grellen, weißen Sonnenlicht schwach stöhnte. Jonathan näherte sich langsam und hielt aus Überlebensinstinkt einen sicheren Abstand. In diesem Moment erkannte er, dass das Elefantenbaby zu seiner Mutter zurückgelaufen war und direkt neben ihr stand und nicht von ihrer Seite wich. Bei näherem Hinsehen entdeckte Jonathan mit Entsetzen einen großen, auffälligen Abszess am Bauch der Elefantenmutter. Eine ungewöhnlich geschwollene Hautstelle deutet darauf hin, dass die Infektion ein schweres Stadium erreicht hat. Offensichtlich war es dieser Abszess, der die Elefantenmutter daran hinderte, aufzustehen oder sich zu bewegen. Das Elefantenbaby stieß seine Mutter immer wieder mit dem Rüssel an und gab dabei panische Laute von sich. Jonathan begriff, dass die Folgen ohne rechtzeitiges Eingreifen äußerst schwerwiegend sein würden. Jonathan blieb ruhig und trat gerade so weit zurück, dass er die Elefantenmutter nicht in Panik versetzte. Er sprach leise, um das Elefantenbaby zu beruhigen und so ein Gefühl der Geborgenheit für beide zu schaffen. Jonathan zog schnell sein Handy heraus und rief beim Tsavo East Forest Service Center an. Er meldete den genauen Standort und Zustand der Elefantenmutter sowie die Anwesenheit des Kalbs. Die Stimme am anderen Ende der Leitung wurde sofort ernst und forderte ihn auf, den Ort so zu belassen, wie er war. Das Elefantenbaby blieb dicht bei seiner Mutter, seine Augen folgten unentwegt Jonathan. Das Warten war lang, unter der grellen Mittagssonne und in einer angespannten Atmosphäre. Jonathan blieb stehen, sich der Tatsache vollkommen bewusst, dass jede verstreichende Minute eine Frage von Leben und Tod war. In der Ferne hörte er das Dröhnen von Motoren, das von den Feldern herüberschallte. 3 Parkranger, Daniel Okoro, Lukas Meyer und Ethan Boker, trafen kurz darauf mit ihrem Streifenwagen ein. Sie brachten medizinische Ausrüstung, Narkosemittel und Werkzeuge mit, die für eine Notfallrettungsaktion notwendig waren. Daniel Okoro war der Erste, der sich dem Abszess am Bauch der Elefantenmutter näherte und ihn sorgfältig untersuchte. Lukas Meyer überprüfte die Reflexe und die Atmung des Patienten und bestätigte so den Schweregrad der Infektion. Ethan Boker bereitete die Narkosegeräte vor, seine Stimme klang ruhig und erfahren. Die 3 Ranger waren sich einig, dass die Elefantenmutter für die Operation vor Ort betäubt werden musste.
Jonathan und Daniel standen neben dem Elefantenbaby und beruhigten es sanft mit langsamen, sanften Gesten. Das Elefantenbaby zitterte, rannte aber nicht weg, sondern blieb standhaft an der Seite seiner Mutter. Die Injektion wurde sorgfältig verabreicht, und die Elefantenmutter glitt allmählich in ein sicheres Koma. Unter der hellen Mittagssonne desinfizierten die Ranger sorgfältig den verletzten Bauchbereich. Der Abszess ist deutlich sichtbar und geschwollen, ein Beweis für die schmerzhaften Tage, die die Elefantenmutter ertragen musste. Lukas Meyer entfernte den Abszess mit Präzision und Ruhe. Die medizinischen Instrumente wurden sorgfältig eingesetzt, sodass keinerlei flächendeckender Schaden entstand. Ethan Boker hilft bei der gründlichen Behandlung und Reinigung der Infektionsstelle. Daniel Okoro blieb neben dem Elefantenbaby stehen, wich ihm nicht von der Seite und beruhigte es unentwegt. Nach etwa 15 Minuten intensiver Anstrengung war der gesamte Abszess entfernt. Die Wunde wurde sorgfältig genäht und sicher verbunden, um eine erneute Infektion zu verhindern. Um der Elefantenmutter zu helfen, sich schnell zu stabilisieren, wurde eine Dosis eines genesungsfördernden Medikaments verabreicht. Die Ranger legten der Elefantenmutter und ihrem Baby zur Beruhigung mehrere Bündel reifer Bananen neben die Elefantenbabys. Jonathan und die 3 Ranger zogen sich in ihr Fahrzeug zurück und hielten einen sicheren Abstand, um das Geschehen zu beobachten. Das Elefantenbaby zögerte einige Sekunden, dann begann es vorsichtig die Banane zu essen. Auf der stillen Wiese ließ die Spannung allmählich nach. Die Elefantenmutter ruhte weiter, ihre Atmung wurde unter dem Einfluss der Medikamente allmählich regelmäßiger. Jonathan beobachtete jede noch so kleine Bewegung der Elefantenmutter aufmerksam. Eine sanfte Brise wehte hindurch und trug den Duft von grünem Gras und ein Gefühl der Vorfreude mit sich. Allen ist klar, dass der Zeitpunkt des Wiedererlangens des Bewusstseins über den Erfolg der Rettungsaktion entscheiden wird. Die Zeit verging langsam, als wolle sie die Geduld aller auf die Probe stellen. Etwa 5 Minuten später begann sich die Elefantenmutter leicht zu bewegen, ihr Rüssel vibrierte sanft. Das Elefantenbaby näherte sich sofort und berührte ängstlich mit seinem Rüssel das Gesicht seiner Mutter. In der Mittagssonne öffnete die Elefantenmutter langsam die Augen und erkannte die vertraute Anwesenheit. Es versuchte, sich auf den Füßen abzustützen und richtete sich mit erkennbarer Vorsicht auf. Der Moment, als die Elefantenmutter standhaft blieb, brachte Jonathan und den Rangern ein erleichtertes Aufatmen. Die Elefantenmutter schlingt liebevoll ihren Rüssel um ihr Kalb und kümmert sich um es, als wären sie nie getrennt gewesen. Mutter und Tochter aßen gemeinsam Bananen und zeigten keinerlei Anzeichen von Panik. Im Auto lächelten Daniel, Lukas und Ethan mit stillem Stolz. Jonathan empfand ein tiefes Gefühl für das Leben, das gerade gerettet worden war. Nach einer Ruhepause verließen die Elefantenmutter und ihr Baby das Feld und begaben sich in Richtung des üppig grünen Waldes von Tsavo East. Ihre Gestalten verschwanden langsam in den sonnenbeschienenen Bäumen. Das Feld kehrte in seinen ruhigen Zustand zurück, als wäre nie etwas geschehen. Daniel Okoro wandte sich an Jonathan und dankte ihm aufrichtig für sein rechtzeitiges Eingreifen. Lukas Meyer und Ethan Boker schüttelten Jonathan voller Respekt die Hand. Jonathan stand schweigend da und beobachtete den Weg, den die Elefantenmutter mit ihrem Baby eingeschlagen hatte. Was wie ein gewöhnlicher Mittag aussah, ist zu einer unvergesslichen Erinnerung geworden. Er verstand, dass die Natur immer wieder Momente braucht, in denen die Menschen zuhören können. In der Weite des Tsavo-Ost-Nationalparks hat sich gerade erst eine stille Verbindung herausgebildet.